Wie kannst du eine Insulinresistenz effektiv loswerden und wie lange dauert es überhaupt? Darüber sprechen wir gemeinsam in dieser Episode. Doch zunächst, was ist eine Insulinresistenz? Hierbei handelt es sich um einen Zustand, wo deine Zellen das blutzuckersenkende Hormon Insulin abstoßen. Die Zellen werden nicht mehr mit Nährstoffen versorgt und zudem ist der Insulinspiegel sowie der Blutzuckerspiegel chronisch erhöht. Als Folge wird die Bauchspeicheldrüse erschöpft, da sie immer weiter Insulin produziert, jedoch die gewünschte Rückmeldung der Rezeptoren ausbleibt. Dies hat dann eine Diabetes zur Folge, wobei die Bauchspeicheldrüse völlig ausgebrannt ist und Insulin künstlich hinzugeführt werden muss. Sowohl der chronisch erhöhte Blutzuckerspiegel, als auch ein ständig erhöhter Insulinspiegel, schädigt den Organismus und kann schwere Folgen haben. Besonders beeinträchtigt werden das Herz, das Gehirn und die Nervenzellen. Denn im Falle der Insulinresistenz erhalten die Zellen ihre benötigten Nährstoffe nicht und sterben im Höchstfall ab. Dies kann man bei einer Demenz deutlich feststellen. Auch eine gewünschte Gewichtsabnahme in Gegenwart von Insulin ist erschwert. Zudem kommt ein ständiges Hungergefühl, obwohl die letzte Mahlzeit gerade ein paar Minuten her ist. Eine völlige Sättigung tritt nicht ein. Aber was sind die Ursachen für die Entstehung einer solchen Resistenz? Nun, es ist die ständige Präsenz von Insulin. Dieses wird bei jeder Mahlzeit ausgeschüttet, und besonders stark bei Kohlenhydraten. Außerdem entsteht sie durch zu häufiges Essen. Also was ist die Lösung? Nun, es ist ziemlich einfach. Die Präsenz von Insulin muss verringert werden, durch Pausen zwischen den Mahlzeiten und Änderung der Zusammensetzung. Denk darüber nach, wie viele Mahlzeiten und Snacks du über den Tag konsumierst und wie zuckerreich diese sind. Auch versteckte Kohlenhydrate, wie Teigwaren, lassen dein Insulin in die Höhe schießen. Falls es mehr als 5 am Tag sind, versuch diese auf 3 Hauptmahlzeiten zu reduzieren und das Frühstück etwas hinauszuzögern, bis du Hunger verspürst. Im Durchschnitt nimmt die Umstellung der Essgewohnheiten samt Beseitigung der Insulinresistenz zwischen 3 bis 8 Monaten in Anspruch. Nicht nur die Häufigkeit der Mahlzeiten ist hier von enormer Bedeutung, sondern auch die Zusammensetzung. Und hier kommt die ketogene Ernährung ins Spiel. Diese Ernährungsform stellt einen absoluten Mehrwert und Unterstützung für die Behandlung der Insulinresistenz dar, denn sie liefert wichtige Nährstoffe wie Chrom, Kalium, Magnesium, Zink und Vitamin D, sowie alle wichtigen B-Vitamine. Zudem ist es ratsam, seinen Stress durch körperliche Bewegung, gesundem Schlaf und autogenem Training zu senken, das Stress ebenfalls den Insulinspiegel erhöht. An diesen Anzeichen kannst du erkennen, dass deine Insulinresistenz erfolgreich behandelt ist. Erstens, dein Blutdruck ist in einem Normalbereich. Warum? Weil bei erhöhtem Insulinspiegel sind die Arterien steif und der Blutdruck dadurch erhöht. Zweitens, falls du über Bauchfett verfügst, ist dies deutlich weniger geworden, denn das bedeutet, dass das Fett um deine Organe im Bauchbereich schmilzt. Drittens, du hast weniger das Bedürfnis nach Zwischenmahlzeiten und isst nur, wenn du wirklich Hunger hast. Die Abstände zwischen den Hauptmahlzeiten werden größer. Viertens, du hast mehr Energie und körperliche Kondition. Außerdem neigst du weniger zu Stimmungsschwankungen und dein Geist ist wacher. Fünftens, du fühlst dich rundum gesättigt nach der eingenommenen Mahlzeit. Bitte beachte hier, dass jeder Körper unterschiedlich ist und man zum Beispiel im Falle des geregelten Blutdrucks von einer Zeitspanne von bis zu einem Jahr spricht. Geduld und Ausdauer sind als hier der Schlüssel, denn mit Stress kommt man nicht ans Ziel. Was ist die ketogene Ernährung, von der hier gesprochen wurde? Finde es in der nächsten Episode heraus. Danke fürs Zuschauen.